Ja, es gibt zwei verschiedene Grundrisse. Sie haben zwei Fahrzeuge hier stehen. Hier sieht man so ein bisschen, der zweite Grundriss ist ein bisschen anders. Ja, eigentlich sehr deutlich. Die Fahrzeuge außen und in den Abmessungen sind absolut identisch. Wir haben hier den Grundriss, in dem wir gerade waren, im Fahrzustand, also schmal mit der Restbreite von 40 cm. Das Bett oder die Betten müssen dann von der Seite her einsteigen. Hier ist der auseinandergefahrene Zustand nochmal. Dann hat man eben hier am Fußende den Einstieg ins Bett jeweils. Die Dusche wird größer beim Auseinanderfahren, also der Vorplatz wird größer. Und ansonsten gewinnen wir hier eben die Sitzbank, die es hier nicht gibt. Also wir haben hier die zwei Sitze und hier haben wir zusätzlich diese Bank. Aber bei diesem Grundriss ist mehr der Familiengrundriss. Da haben wir im Fahrzustand ein Einzelbett links, ein Einzelbett rechts. Haben bei beiden Varianten die Möglichkeit, einen Alkoven mit Bett zu machen oder eben nur einen Alkoven, der aus aerodynamischen Gründen angebaut wird. Hier haben wir in der Mitte die Kombination aus Dusche und Toilette. Da gibt es die Möglichkeit, das Klappwaschbecken eben runterzuklappen. Das sieht man hier. Und wenn man jetzt auseinanderfährt, gewinnt man hier vorne wieder die Bank zu diesen zwei Sitzen. Und hier wird aus dem jeweiligen Einzelbett ein Doppelbett. Auch hier wird ein Doppelbett und es sind jeweils geschlossene Räume. Das heißt, Sie haben hier eine Tür rein, Sie haben zwei praktisch Schlafkabinen, jeweils getrennt durch die Tür zu Beginn. Das ist ja auch interessant. Das heißt, es können also 6 Leute schlafen, ohne irgendwas umzubauen. Genau. Genau, also für 6 Leute und die sind so mal noch räumlich getrennt, zumindest optisch. Optisch getrennt, das heißt also 2 Pärchen zum Beispiel. Zum Beispiel oder Kinder, Eltern, 4 Kinder, die Eltern vorne oder wie auch immer. Hier habe ich einen Stauraum, der ist natürlich beim eingefahrenen Zustand etwas besser zu erreichen, aber wir zeigen es einfach mal. Ja, der Stauraum, also vernünftigerweise wird der B- und Entladen im schmalen Zustand, wenn die Slides eingefahren sind. Dann kann man den eben gut erreichen. Das ist für Ski oder Ähnliches. Wir haben darüber hinaus hier einen Bereich, den man ganz variabel nutzen kann. Wir haben hier die Heizung eingebaut. Das ist eine Warmwasserheizung, die noch ergänzt werden kann über einen Durchlauferhitzer. Hier haben wir jetzt von innen genutzt eine Art Truhe. Und alternativ kann das eben auch ein Hängeschrank sein, von oben herunter. Oder das Ganze ist so gemacht, dass man es von außen mit technischen Dingen beladen kann. Hier wäre es zum Beispiel möglich, ich komme aus dem Motorsport, habe jetzt die Kleidung schmutzig noch, die könnte ich eher hier aufhängen. Das würde sich hier anbieten zum Beispiel, ja. Wir können eine Anhängkupplung dran bauen, können noch einen zusätzlichen Träger anbauen für Fahrräder oder Motorroller oder leichteres Motorrad. Da sprechen wir direkt über 150 Kilogramm, die man da aufnehmen kann. Das ist auch nicht üblich. 150 Kilogramm, da kann ich schon mal zum Beispiel ein Sportmotorrad drauf machen. Ja, so ein Sportmotorrad wiegt normalerweise 120 Kilo. Das geht. Das geht locker. Das ist eigentlich die reguläre Garage, die natürlich jetzt für diesen Fall als Teil-Hundegarage genutzt wird. Diese Trennwand ist variabel auf dieser Lochschiene einstellbar, je nach Hundegröße. Und hier haben wir dann den restlichen Stauraum. Aber wie gesagt, hier sieht man auch hier diese beiden Öffnungen. Das heißt, im geschlossenen Zustand komme ich ran und geöffnet auch. Ja, also wir brauchen ja 2 Möglichkeiten reinzukommen, weil wir im auseinandergefahrenen Zustand, im Wohnzustand sozusagen, haben wir diese Richtung offen, dass die Hunde hier raus und rein können. Und wenn die Slides eingefahren sind, steht diese Öffnung ja vor der gegenüberliegenden Schrankwand, sage ich mal. Dann steht diese linke Öffnung vor der Tür, zu der man normalerweise in den Schlafraum reingeht und die Hunde können durch diese Öffnung rein und raus. Sagen Sie mal eine Frage zwischendurch, wie ist denn so die Wartezeit, wenn ich jetzt heute komme, mache eine schöne Anzahlung, unterschreibe, 2 Monate? Das wäre schön. Es wird, auf jeden Fall 12 Monate dauern. Okay, aber in einem Jahr habe ich es. Ein Jahr, ja. Handarbeit?
Ja, es ist alles, sagen wir, im Manufakturstil, weil In München, oder? in München, ja, weil wir doch sehr individuell auch ausbauen. Der Grundriss bleibt erhalten, aber die Details kann der Kunde wählen. Das heißt, wir sprechen hier über roundabout 280.000, 300.000? Also der Grundpreis des Fahrzeuges ist 218.000, wobei in den 218.000 also sinnvolle und nützliche Dinge wie die Hubstützenanlage zum Beispiel schon enthalten ist. Also der Grundpreis bei uns ist nicht das nackte Fahrzeug, wie man es nicht benutzen will, sondern das Wesentliche ist schon dabei. Wie ist denn das so, wenn die Leute, die das ausgeliefert bekommen haben, damit unterwegs sind und was kriegen sie für Rückmeldungen? Ja, riesig Platz. Ja. Riesig Platz. Also Sie haben ja ein Standardfahrzeug sozusagen von der Größe von außen und auf der Straße bewegen Sie ein ganz normales Wohnmobil. Und zum Wohnen haben Sie den Platz eines, ja, fast Omnibus. Ist das für Leute, die Understatement lieben und gerne um Kurven in Italien kommen möchten? Ja, sind zweierlei. Die einen sagen, ich hab gern den Vorteil des Riesenplatzes auf engem, mit einem engen kleinen Fahrzeug auf der Straße. Und die anderen freuen sich dann nebenbei noch, dass am Campingplatz natürlich die Bewunderung auf ihrer Seite ist. Was bestimmt den Leuten auch Spaß macht, ehrlich gesagt. Eben deshalb. Gut, dann gehen wir mal rein, schauen uns das an. Wir haben es wieder ausgefahren, ja, und wir werden jetzt mal in den Schlafbereich gehen, in das große Doppelbett und da auch mal zeigen, wie viel Platz man wirklich hat. Er ist 1,84 Meter groß, man hat genug Platz noch, obwohl wir ja hier auf einer Stufe stehen, muss man sagen. Damit der Einstieg recht bequem ist, haben sie nämlich hier eine Stufe gebaut, direkt 2 Stufen. Und das ist der Doppelbettbereich. Ja, wir haben das Fahrzeug aufgrund des relativ großen Wohnraumes natürlich auch etwas höher gebaut. Wir haben 2,18 Meter Innenhöhe, weil sonst, sagen wir mal, gefühlsmäßig die Decke sehr drücken würde. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir bei einer Betthöhe mit 95 cm Sitzhöhe über der Matratze, Sie sehen also, da kann man auch sitzen, wenn man etwas größer ist, ohne mit dem Kopf anzustehen. Und wir bringen noch eine große Garage drunter. Das ist eben der Vorteil der großen Raumhöhe. Ich gehe mal kurz hier rein. Also ich stehe jetzt gerade noch hier und hinter mir ist noch ein Meter Platz. Also das darf man echt keinem erzählen, der, ich sag mal, keinen Slideout hat. Hier vorne ist der Innenraum, da sieht man es so richtig schön. Und jetzt kommt was ganz Tolles, denn ich habe hier Schränke, die sind so tief wie zu Hause. Nee, eigentlich tiefer. Ja, die sind in dem Fall 55 cm tief. Wir haben einen 60 cm Slideout und alles, was wir weniger machen würden, wäre eigentlich vergeudet. Ist das jetzt Leichtbau im Möbelbau oder was haben Sie da verwendet? Ja, es ist solide Mehrschichtplattenbauweise, also keine Spanplatten natürlich. Aber wir haben also keine super leichten Platten genommen, denn die Schrauben halten nicht. Da halten keine Schrauben drin. Also es ist jetzt schon nicht die leichteste Bauweise. Okay. Hier unten sieht man diese Truhe, die man von unten gesehen hatte. Nichts passiert. So, und hier kann man sehr schön sehen, das ist der Bereich, wo ich dann meine Kleider hängen habe. Und wenn sie dann trocken sind, kann ich sie reinnehmen. Ja. Und hier habe ich dann das Bettzeug. Hier können Sie das Bettzeug oder irgendwas mit Wäsche oder sonst was nutzen. So, das ist jetzt die Familienvariante mit 2 Doppelbetten plus Alkoven. Er wird mich korrigieren, wenn ich falsch bin. Und einer etwas geänderten Sitzgruppe. Oder ist die gleich? Die ist etwas geräumiger noch. Und zwar im vorderen Bereich haben wir eben auch 2 Anschnallplätze. So, denn hier sieht man auch Wahnsinn. Also es ist immer wieder erschlagend, das Raumgefühl. Man steht im ganz normalen Raum. Ja, das ist eben die Innenbreite von 3,40 Meter, außen 3,50 Meter. Die ist 1,20 Meter oder sagen wir 1 Meter bis 1,20 Meter mehr als üblicherweise. Und das wirkt sich dermaßen extrem aus, dass das Raumgefühl halt auf jeden Fall sehr angenehm ist. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe es eben noch auf der Zeichnung gesehen. Ich habe 2 Doppelbetten im Heckbereich, ja, die auch noch räumlich zueinander getrennt sind. Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie in einem Luxuszugabteil. So muss ich sagen. Züge sind so breit oder sind die nicht so breit? Nein, Züge sind keine 3,50 Meter breit. Klasse, bitteschön. So, Wahnsinn. Wir haben hier 2 sagen wir Schlafkabinen mit 1,40 Meter mal 2 Meter Betten.
Und das sind auch noch dazu höhenverstellbare Betten, um die Garage auf der Straße zum Fahren sozusagen noch größer zu machen nach oben. Also das wäre meine Variante, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, meine Frau schaut nicht zu. Aber da ich ein bisschen schnarche, muss man dazu sagen, da ist man dann natürlich räumlich dann komplett getrennt. Auch hier muss man natürlich Ingenieurskunst, das Ganze ist hier mit den Lamellen abgetrennt, die automatisch einfahren. Und hier habe ich das gleiche nochmal. Hier habe ich dasselbe nochmal. Wir haben jetzt hier mal die Matratzen rausgelassen, um es besser demonstrieren zu können. Dieses Bettgestell ist jeweils teleskopierbar. Das heißt, wir hängen das Bett hier ein und es fährt damit automatisch mit dem Slide-Out rein oder raus. Die Matratzen sind geteilt und falten sich dann auf. Hier sieht man auch nochmal die Höhenverstellung. Das heißt also, wenn ich es in dieser Höhe habe, habe ich einen bequemen Einstieg ins Bett. Und zum Reisen könnte ich also zum Beispiel Fahrräder in die beiden Garagen reinstellen. Die Garagen sind dann eben bis hierher von unten so hoch. Das also auch sperriges Rein. Das heißt, ich könnte auch, wenn es oben ist, auch drin schlafen. Das würde auch gehen. Können Sie auch. Sie müssen halt dann wieder eine kleine Aufstiegshilfe benutzen. Ein Hocker oder sowas. Hocker, sowas, ja. Gut, das geht ja. Dann ist auch hier die Küche, die ist jetzt ein bisschen anders, oder? Habe ich das Gefühl. Die Küche ist etwas anders, ist das gleiche Layout. Wir haben halt auch hier wieder eine normale Haushaltsküchentiefe von 60 cm. Und wir haben dadurch natürlich Schubladen wie zu Hause. Und man nutzt eben in einem Wohnmobil natürlich jeden Kubikdezimeter Platz, weil es ist ohnehin insgesamt nie zu viel. Ja, aber auch hier gut gelöst. Plus natürlich noch, das Bett hier oben ist nicht da. Hier oben haben wir haben ja zwei Versionen. Eine Version mit Alkoven mit Bett und eine Version einen aerodynamischen Aufbau mit zwei Stauräumen links und rechts, jeweils einem und in der Mitte eine Ablage. Mit dem großen Vorteil, dass wir eben hier einen sehr bequemen Einstieg zum Fahrerhaus haben. Ja, aber auch da haben sie eine Lösung. Also wenn der Alkoven drin ist, haben sie mir eben gezeigt. Da es ja eine Manufaktur ist, man muss nur Wünsche äußern. Fast alles machbar. Fast alles machbar, ja. Also im Rahmen dessen, was schwierig, was einen größeren Umbau erfordern würde. Das wird zu teuer für den Kunden. Ja, es sei denn, er hat's Geld. Wenn er das Geld hat, kann er natürlich alles machen, aber vorausgesetzt, wir haben die Zeit. Der Werterhalt, haben Sie da schon Erfahrungen? Also üblicherweise werden Wohnmobile ungefähr auf 250.000 Kilometer Nutzung kalkuliert oder gerechnet. Und ich glaube, die Lebensdauer ist mit Sicherheit nicht schlechter als bei einem nicht Slide-Out-Mobil. Und insofern 20, 30 Jahre sind je nach Nutzung sicher keine Seltenheit.